Wir sind es gewohnt zu sagen, oh, dafür habe ich keine Zeit, ich bin zu beschäftigt, ich bin zu beschäftigt. Aber was sind eigentlich deine Bestrebungen und dienen sie dem höchsten Zweck? Und wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Und manchmal, das Geschirrspülen, scheint das zu sein, was gemacht werden muss, aber du könntest stattdessen wirklich eine Weile die Natur erleben oder stattdessen sitzen und meditieren. Stattdessen atme, suche einen Ort der Einsamkeit, bleib zentriert und verbunden. So gelingt es, sich Zeit zu nehmen. Ihre Zugänglichkeit zur Geisterwelt, denn Geister wissen, wann sie verfügbar sind und wann nicht. Sind wir abgelenkt, sind wir nicht verfügbar. Ich möchte die Championin Stephanie Banks wieder in der Sendung begrüßen. Wie geht es dir, Stephanie? Mir geht's gut, ich liebe es, die heimkehrende Meisterin. Vielen Dank, dass du wieder in die Sendung gekommen bist. Du warst vor einer Weile schon einmal hier. Es ist, glaube ich, über ein Jahr her, dass du in der Sendung warst und wir hatten ein so angenehmes Gespräch, dass ich dich zurückholen wollte, weil das Publikum unser Gespräch wirklich mochte und ich auch. Ich wollte dich holen, um über diverse Themen zu reden und verschiedene Perspektiven zu beleuchten. Themen, die dem Publikum hoffentlich nützen. Aber ich schätze deine Rückkehr sehr, mein Lieber, meine Liebe. Danke, dass ich wieder hier sein kann. Es macht Spaß mit dir. Wenn du kannst. Publikum, für die Zuhörer, die unser erstes Gespräch nicht gehört haben, könntest du ein wenig erläutern, wie du zum Medium geworden bist und wie der Prozess des Channelings bei dir abläuft? Ich wurde aus der Notwendigkeit heraus ein Medium, um mit meiner Mutter kommunizieren zu können, die an Demenz litt. Wie wir wissen, zerfallen bei Alzheimer und Demenz die Verbindungswege im Gehirn. Das macht die Kommunikation wirklich schwierig und belastet die Beziehung sehr. Also musste ich einen Weg finden, das zu überwinden. Traditionelle Kommunikation und wirklich auf Seelenebene verbinden. Glücklicherweise hatte ich eine beste Freundin, die als professionelles Medium arbeitete. Sie channelte meine Mutter für mich, was meine erste Erfahrung mit Channeling war. Ich lernte von ihr und wurde von anderen renommierten psychischen Medien und intuitiven Kanälen ausgebildet. Jetzt biete ich diese Dienste auch professionell an. Es begann mit dem Wunsch, meine Mutter tiefgründig zu verstehen, so dass unsere Beziehung eng und gesund während ihres verbleibenden Lebens bleiben konnte. Nun, lassen Sie mich Ihnen diese Frage stellen, denn viele meiner Verwandten hatten Demenz und auch in der Familie meiner Freunde gab es Demenz und Alzheimer. So wie du bist, aus Ihrer eigenen Erfahrung, warum meinen Sie, geht eine Seele dahin oder geht sie gerade? Das ist Teil des Seelenplans, einen Prozess zu durchlaufen, in dem Sie völlig losgelöst sind. Geistig von dieser Welt getrennt. Sie leben in ihrer eigenen abgeschlossenen Welt, isoliert von geliebten Menschen. Warum sollte man das wählen, wenn man an Seelenpläne und unsere Präsenz hier glaubt, um zu lernen und zu wachsen? Ja, das glaube ich tatsächlich. Gut, ehrlich gesagt spreche ich aus persönlicher Erfahrung mit meiner Mutter und als Klinikerin, da ich Sprachtherapeutin bin. Ich habe mit vielen Menschen gearbeitet, die Alzheimer, Demenz und kognitive Störungen haben. Was ich sagen kann, ist, dass es für Betroffene oft nicht so schlimm ist, wie wir denken. Meist müssen Angehörige und Familienmitglieder damit zurechtkommen. Das wissen Sie, dass Angehörige ertragen oft die Veränderungen durch die Demenz schwerer als die Betroffenen selbst, weil sie vermissen, wie die Personen früher waren, ihre Persönlichkeit und die frühere Verbindung zu ihnen. Doch die Erkrankten, und das sage ich aus Erfahrung, da ich viele in ihrer Demenz begleitet und ihre Seelen geführt habe, erleben dies anders. Sie erzählen mir häufig von dem Zustand ihrer Seelen. Sie empfinden sich als viel freier. Sie sind nicht mehr eingeengt von diesen Erwartungen des sozialen Engagements und den zugehörigen Anforderungen Sie sind nicht mehr eingeengt von diesen spezifischen Regeln und Protokollen, wie wir interagieren. Es gibt viele davon, nicht alle, aber fast als würden wir reisen, während wir noch im Körper sind,
auf unterschiedliche Weisen verbinden, auf tieferen Ebenen, die wir nicht verstehen, weil wir meist in unserer linken Gehirnhälfte, unserer logischen Seite feststecken. Aber wenn es zu dieser Art von Verschiebung und Veränderung im Gehirn kommt, kann man mehr Zugang zur rechten Seite haben, die für Intuition steht, für spirituelle Verbindung, für Kreativität. Also ist es jetzt meine Überzeugung, Beeinträchtigungen das Leben der Betroffenen und ihrer Familien stark beeinflussen kann. Verfall oder Störung ist ein Weg, eine tiefere Verbindung zum Leben zu erfahren. Alles Existierende im Leben. Und es könnte auch Teil des Plans sein, den Sie beschlossen haben. Hört zu, ihr müsst gehen. Meine Familie, meine Seelenfamilie, die hierher gekommen ist, ihr müsst das durchmachen. Also, ich übernehme das. Dieses Mal werde ich euch das wirklich geben. Wie versprochen, weißt du, wenn ein geliebter Mensch in dein Leben tritt, werde ich dich mehr lieben, als du je zuvor geliebt wurdest. Du hattest noch nie jemanden, der dich so unterstützt und liebt wie ich. Ich werde diese Rolle übernehmen. Im Gegenzug könnte dies oder das geschehen. Ist das fair? Ich denke, das kann in manchen Situationen durchaus zutreffen. Ich sehe das jetzt wirklich anders als früher und meine Fähigkeit zu channeln hat mir geholfen, es ganz anders zu betrachten. Manchmal Menschen mit Demenz. Sie wirken zurückgezogen, doch tatsächlich geht viel mehr vor sich, als wir wissen oder denken. Es ist für uns nicht wahrnehmbar, da wir nur von außen beobachten. Man müsste im Inneren sein, um zu erkennen, was vor sich geht. Doch durch Channeling erfuhr ich, dass es gibt eine Präsenz, die es Personen ermöglicht, sich vielleicht sogar leichter durch die Erfahrung der Demenz zu verbinden, als ohne sie. Können Sie dem Publikum erklären, wie Ihr Channeling-Prozess abläuft? Schwächt er Sie? Belebt er Sie? Gehen Sie in eine vollständige Trance? Wechseln Sie zwischen Zuständen? Wie gestaltet sich Ihr Prozess? Ich gelte als bewusster Kanal. Das bedeutet, ich befinde mich nicht in Trance und bin mir bewusst, was geschieht. Ich bin sehr aufmerksam. Nichts dringt in meinen Körper ein und übernimmt die Kontrolle. Vielmehr knüpfe ich eine Verbindung mittels Bildern, Kommunikation und einem Verständnis, das durch Sprache entsteht. Ein Klient wird mir eine Frage stellen. Vielleicht möchten Sie etwas über Ihr eigenes Leben erfahren. Deshalb werde ich mich auf Ihre Seele, Ihr höheres Selbst einstimmen. Ich werde meine Augen schließen und das Energiefeld öffnen, um zu empfangen, was Ihre Seele zu übermitteln hat. Die Botschaft kommt durch Sprache und es ist sehr belebend für mich. Channeling ist für mich eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, einer meiner Lieblingsorte. Es erlaubt mir, frei und offen zu sein und es ist freudvoll. Sehr selten fühle ich mich danach erschöpft. Das passiert nur, wenn ich zu lange gechannelt habe, ohne gute Selbstfürsorge. Aber ich weiß, wie man gute Selbstfürsorge betreibt. Deshalb plane ich meine Sitzungen so, dass ich meine Energie wieder auffülle, aber es belebt mich immer. Das dauert lange. Was heißt für dich eine lange Sitzung? Ich habe einmal für eine Gruppe von 50 Personen gechannelt, alle 50. Das mache ich nie wieder. Das ist falsch. Das war recht extrem, aber zu Beginn meiner Karriere als Medium und wir lernen, indem wir ausprobieren, was scheitert. Das hat mich ein paar Wochen außer Gefecht gesetzt. Ich habe mich energetisch mindestens ein paar Wochen danach einfach nicht ausgeglichen gefühlt. Du warst auch nicht so aufgelegt, wie du bist. Dein Nervensystem, dein Körper selbst ist. Du hast eine Art Widerstandsfähigkeit oder Vorbereitung entwickelt, um mit dieser Energie umzugehen. Sonst könntest du durchdrehen, so wie es scheint, als hättest du es fast getan oder zumindest die Batterie stark beansprucht. In dieser Branche gibt es zahlreiche Personen, die tatsächlich sehr erschöpft werden. Ja, und daraus können körperliche Beschwerden resultieren. Deshalb versuche ich mir wirklich bewusst zu sein, welche Bestandteile ich zu jedem Zeitpunkt benötige, mein körperliches, mein emotionales und meine Beziehungen. Familie bewahren, weißt du? Die Dinge im Blick zu behalten und Pausen einzulegen, wenn nötig. Herausfordernd ist auch, Nein zu sagen. Das ist schwierig für viele Leute und ich würde sogar behaupten,
besonders für selbstidentifizierte Frauen. Aber Nein zu sagen ist wichtig für die Selbstfürsorge. Wenn ich zum Channeln gezwungen bin, obwohl ich mich energetisch schwach fühle, leidet das Channeling darunter, meiner Meinung nach. In Ordnung, in Ordnung. Also in dieser Sitzung wollte ich zurückkommen und über einige Themen sprechen, von denen ich glaube, dass sie das Publikum wirklich interessieren würden. Denn deine Spezialität sind Geistführer und das Channeln von Geistführern, aber ich wollte auch ein wenig über das Jenseits und Reinkarnation sprechen. Und speziell über Geistführer, wie wir Verbindung zu ihnen aufbauen können und mehr. Also, wenn du ready bist, wir können wie steigst du ein und aus? Oder tust du das überhaupt? Dann sehen wir uns in der nächsten Stunde wieder. Oder, oder wirst du weg sein? Nein. Mit bewusstem Kanalisieren. Ich bin es. Ich bin es ganz. Ich bin hier. Ich weiß, was durchkommt, was passiert. Ich sehe Dinge, spüre Dinge. Und dann, wenn die Botschaft vollständig ist, öffne ich meine Augen und kann dann weiteres erklären. Wenn es Fragen gibt oder irgendetwas unklar ist, kann ich das verarbeiten. Also ja, ich gehe rein und raus, aber es bin nur ich. Es ist im Grunde genommen nur Zuhören. Und man könnte es sich vorstellen, fast wie eine Art des Denkens, nur dass ich nicht den denkenden Verstand benutze. Ich nutze den wahrnehmenden und empfänglichen Teil meines Gehirns, was wiederum die rechte Hemisphäre ist. Und viele Kanäle, die ich in der Show hatte, channeln eine spezifische Gruppe oder Entität, die dann kommt und hilft. Können Sie dem Publikum erklären, wen Sie channeln in diesem Prozess? Ich channel, wen immer mein Klient zu hören wünscht. Meine Sitzungen werden also vollständig von den Fragen meiner Klienten geleitet. Anstatt dass jemand zu einer Sitzung mit mir kommt und sagt, ich soll einfach channeln, was da ist, arbeite ich nicht auf diese Weise. Ich weiß, dass das Herz, die Seele und der Geist meiner Klienten wissen, was sie hören müssen oder wo Herausforderungen liegen. Sie werden es mir sagen. Bei Eheproblemen möchte ich vom höheren Selbst meines Partners hören. Perfekt. Nun weiß ich, was zu tun ist. Ich channel das höhere Selbst Ihres Partners. Oder Sie könnten sagen, ich muss entscheiden, ob ich für einen Karriereschritt umziehe. Dann werde ich Ihre Karriereführer channeln. So haben wir Geistführer für jeden Lebensaspekt hier in der dreidimensionalen Welt. Und ich teile sie gewissermaßen nach ihren Aufgaben ein. Also haben wir Beziehungsführer, Führer für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Wir haben auch Führer für unsere Karriere und berufliche Welt. Wir haben Reiseführer, sichere und gute Reise. Es scheint, als hätten deine dich gut geleitet. Also wir können uns überall einstimmen. Und wenn es keine spezifische gibt, Gruppe von Führern, auf die wir uns einstimmen, dann sage ich, gut, wir rufen eure Geistführer. Wir können es allgemein belassen. Es muss nicht zu spezifisch sein. Es wird stets Unterstützung und Führung durch eure Verbindung zu den Geistführern geben. Wenn es nicht persönlich ist, Klienten, stellen wir uns vor, es gäbe nur diese eine Sitzung zwischen uns, in der wir wie jetzt über allgemeine Themen reden. Wer spricht dann zu einem breiten Publikum über solche Themen? Nun, ich würde es dir sagen, genau bevor oder wenn ich es tue. Manchmal sagt jemand, ich weiß nicht, wen ich um Rat fragen soll. Das ist mein Kampf, meine Frage. Und ich antworte, prima, ich weiß auch nicht, wen ich fragen soll. Lass uns schauen, wer da ist und helfen könnte. Und dann schließe ich die Augen und sage, oh, okay, dein höheres Selbst ist hier. Wir channeln aus dieser Sicht. Oder es ist Großtante Trudy oder dein Geistführer, der zu deiner Familie Verbindung hat. So ähnlich wird es. Tante Trudy ist sehr beschäftigt und überall zugleich. Sie reist viel. Ja, ja. In Ordnung, wenn du bereit bist, meine Liebe, können wir starten. Ja, sag, was du kanalisieren möchtest. Wenn du bei einer Frage unsicher bist, kann ich helfen, aber ich vertraue darauf, dass du eine eigene hast. Ich habe ein paar Fragen, ganz genau. Also meine erste Frage ist, kann jeder mit seinen Geistführern kommunizieren oder ist das eine Fähigkeit, die eine psychische Begabung erfordert? Cool, also gut, also ich stimme mich jetzt darauf ein. Also, alle Geistführer. Sie sind nicht speziell für dich. Eigentlich muss ich das umformulieren. Wir werden uns auf deine Geistführer einstimmen. Ich wurde gerade korrigiert. Ja. In Ordnung, fantastisch. Ich freue mich darauf. In Ordnung. Hallo, mein Liebster. Wir wissen, dass du auf gewissen Ebenen bereits deine eigene Antwort auf diese Frage hast. Aber wir sind begeistert, dass du sie für eine weltweitere Perspektive stellst. Und wir sind wie immer glücklich, eine globale Perspektive bieten zu können. Denn hier ist,
was du mit globalen Perspektiven machst. Du nimmst das Gesamtbild der Dinge, den weiten Winkel, die Fülle, die Enormität und dann betrachtest du das. In einem methodischen Prozess zerlegst du alles in kleinere Schichten und Teile. Dann nimmst du diese Teile, ordnest sie neu an und koordinierst sie in deinem Geist auf leicht unterschiedliche Weisen. Das ist deine Kreativität. Und wenn du denkst, du bist fertig, obwohl man nie wirklich fertig ist, eröffnen sich viele Optionen für dich und für die, die du kennst, liebst und unterrichtest. Denn du bist, wie du weißt, von Natur aus ein Lehrer. Und dafür sagen wir großartige Arbeit. Und darauf antworten wir so, ja, selbstverständlich. Du und jeder andere, der den Willen und den Wunsch dazu hat. Wer sich die Zeit nimmt und fähig ist, es anzunehmen, das ist alles, was nötig ist. Genug Sorge für das spirituelle Leben, emotionales Wohlbefinden, körperliche Gesundheit und allgemeines Wohl. Nur genug, um ausreichend Selbstliebe und Selbstmitgefühl zu gewährleisten. Unter diesen Bedingungen kann es jeder schaffen. Das ist unser größter Wunsch. Im Namen des Kollektivs aller Geistführer sprechen wir, um jeden zu ermutigen, sich tiefer auf diese Praxis und dieses Streben einzulassen. Warum, fragst du? Weil es wahnsinnig spaßig ist. Es ist ein Knaller, eine Reise, ein Geschenk. Wahrhaftig ein Geschenk ist die Erinnerung, dass du mehr bist als nur ein physisches Wesen in einer materiellen Welt. In dir existieren zahlreiche Schichten und Facetten, die dich als kreatives, empfängliches, ausdrucksstarkes und exquisites Wesen definieren. Diese Botschaft gilt nicht nur für dich, sondern für alle. Also ja, es ist definitiv möglich. Und nein, es gibt nichts, was dies verhindern könnte. Ein Geschenk. Es ist nichts Exklusives daran. Wenn du den Wunsch und die Zeit hast, dich einer Praxis zu widmen, die es dir ermöglicht, dich einzustimmen, zuzuhören und offenherzig sowie aufgeschlossen zu präsentieren, dann natürlich, warum sollte jemand nicht dazu fähig sein? Es ist ein Geburtsrecht. Und wir sind hier, um deine Reise zu unterstützen. Fantastisch. Hast du irgendwelche Ratschläge oder Techniken für jemanden, der eine Verbindung zu seinen Geistführern herstellen möchte? Ja, ich knüpfe einfach an ihre Worte an. Perfekt. Ich will nicht mit dem Geist streiten. Einige der angesprochenen Punkte betreffen das Schaffen von Zeit, nicht wahr? Wir sagen oft, oh, ich habe keine Zeit dafür, ich bin einfach zu beschäftigt. Aber was sind eigentlich deine wahren Bestrebungen und dienen sie wirklich dem höchsten Zweck? Und wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Und manchmal, das Geschirrspülen, scheint vielleicht das zu sein, was erledigt werden muss, aber stattdessen könntest du wirklich eine Weile die Natur erleben oder dich hinsetzen und meditieren oder einfach nur atmen. Finde einen Ort, an dem du allein sein kannst und zentriert und verbunden. Also der Prozess, sich Zeit zu nehmen, deine Zugänglichkeit zur Welt der Geister, denn sie erkennen, wann du für sie erreichbar bist. Sie wissen, wann du abwesend bist. Bei Ablenkung sind wir nicht erreichbar. Wir hören, spüren oder fühlen Dinge, sind aber nicht genau. Also Zeit für Praxis, Meditation, spirituelle Übungen, Natur und exzellente Selbstfürsorge nehmen. Sie erwähnten Selbstliebe und Selbstmitgefühl. Diese sind essentiell, um ein klarer Kanal zu sein. Klar bedeutet hier, das zu empfangen, was dem höchsten Dienst entspricht. Du könntest auch niedrigere Schwingungen kanalisieren, was ich jedoch nicht empfehle. Ich mache es nicht. Tatsächlich tue ich alles, um mich davor zu schützen, denn von all dem bekommen wir in der Außenwelt schon genug. Du weißt ja, um Kanalisieren zu ermöglichen, glaube ich, dass wir alle dazu fähig sind. Deshalb lehre ich es anderen. Es ist eine Gabe, wie man sagt. Es ist ein Segen, ein Geburtsrecht. Wir können das. Deshalb ist es mir sehr wichtig, Zeit zu schaffen, eine Praxis zu entwickeln, eine spirituelle Praxis, ein Ritual. Manche Menschen zünden gerne eine Kerze an, andere richten einen Altar ein. Manche beten oder lesen, sprechen ein Mantra oder singen, machen eine Bewegung oder tanzen. Etwas, das dich vorbereitet, deinen Körper, Geist und Seele empfangsbereit macht, das ist auch sehr wichtig. Und Schlaf.
Bei Erschöpfung können wir nichts empfangen. Ganz klar. Nun, Sie haben einige verschiedene Gruppen von Geistführern erwähnt, aber gibt es unterschiedliche Kategorien von Geistführern? Und welche Rollen haben Sie und wie interagieren Sie mit uns? Meine Arbeitsweise mit Geistführern ist folgende. Wenn ich channel, nehme ich wahr, dass wir für die verschiedenen Aspekte unseres Lebens Führer haben. Das ist sozusagen wie. Ich denke an sie und teile sie ein. Also, wie gesagt, wenn du Probleme in deiner Beziehung hast, werde ich mich auf deine Beziehungsgeister einstimmen. Wenn du unter einem körperlichen Leiden leidest, bin ich kein medizinisches Medium und gebe keine medizinischen Ratschläge, aber ich werde deine Geistführer für Gesundheit und Wohlbefinden channeln. Denn das sind die Experten auf diesem Gebiet. Und wenn es eine allgemeinere, offenere Frage ist, gehen wir einfach zum allgemeinen Geistführer. Aber Sie können, Sie müssen sich keine Sorgen machen, den richtigen Führer zu bitten zu kommen. Das können Sie nicht falsch machen. Möchten Sie Ihre eigenen Führer channeln, folgen Sie dem besprochenen Prozess. Beruhigen Sie sich, sammeln Sie sich, pflegen Sie sich selbst, nehmen Sie sich Zeit und Raum und laden Sie einfach Ihre Führer des höchsten Dienstes ein. Das ist es, was Sie möchten. Die höchste Schwingung. Wie viele Führer haben wir in unserem sogenannten spirituellen Team? Oh, wer hat schon Zeit, so viele zu zählen? Ehrlich? Es gibt viele Wegweiser. Tausende, ja sogar Abertausende, wenn ich schätzen müsste. Es gibt wen. Wer weiß das schon, nicht wahr? Wo gibt es diese Daten? Und das ist eben Geist. Und das sind nur die Geistführer. Das schließt aufgestiegene Meister oder Engel oder unsere verstorbenen Verwandten, ebenso unsere Vorfahren, nicht mit ein. Also wir sind ständig umgeben von Menschen oder sagen wir Seelen oder Wesenheiten, die versuchen uns zu unterstützen. Diesen Weg. Wenn wir uns von der Führung leiten lassen, macht es Sinn. Genau. Und manche befürchten, dass sie abgelenkt vielleicht eine wichtige Nachricht verpassen. Bitte akzeptiere, dass du immer wieder Nachrichten verpassen wirst, genau wie ich es tue. Ich bin häufig in Gedanken versunken, öfter als mir lieb ist, aber das ist eben Teil der menschlichen Erfahrung. Also, es ist in Ordnung. Ich verpasse ständig Dinge. Sie kommen wieder zurück. Sie werden nicht so sein. Sie ignoriert uns schon wieder da. Bitte unterlassen. Sie hegen keinen Groll. Sie hegen keine Negativität gegen uns. Es ist reine Liebe. Also, wenn wir zu beschäftigt in unseren Köpfen sind, erkennen Sie, dass sie immer wieder kommen werden, bis wir es verstehen. Deshalb dauert es manchmal 10 oder 20 Signale, richtig? Oder Zeichen. Wir denken, oh, Oh ja, sie hat das wahrscheinlich gemacht. 30, 40, 50, 60 oder 70.000 Mal so viel. Sie werden immer dasselbe sagen, so nach dem Motto, okay, du möchtest also den Teil über Beziehungen nicht lernen. Gut, dann triff weiterhin die falschen Personen. correct? Absolut. Lebe deine Muster aus und nimm dir die Zeit, die du brauchst, denn wir sind als Wegweiser hier und begleiten dich durch die Zyklen ein Leben lang. Beginne also am besten gleich jetzt damit. Kannst du den Geist fragen, wie Geistführer unser persönliches und spirituelles Wachstum fördern, basierend auf deiner Erfahrung und deinem Verständnis? Ja, du möchtest, dass ich das übermittle. Wenn du könntest, wäre das großartig. Wir gehen wieder zu deinem, weil sie begeistert sind, diese Plattform zu haben. Du möchtest das wirklich wissen, nicht wahr? Liebster, wie schaffen wir das? Warum willst du unsere Arbeit übernehmen? Wir würden aus vielen Gründen davon abraten. Wir nennen nur einige. Erstens, als du dich entschieden hast, in diesem Leben geboren zu werden, inkarniert zu sein, im Fleisch zu sein, im physischen Bereich, hast du zugestimmt, all die vielen Dinge zu vergessen, die du als wahr erkannt hast. Und im Vergessen hast du zugestimmt, dich zu erinnern, wenn die Zeit reif ist, wenn die Umstände auf perfekte Weise arrangiert sind, wenn die Situation es erfordern. Und das ist die Schönheit der Erfahrung, die du herbeigerufen hast. Und so magst du denken, dass es ziemlich alt werden kann, dies immer und immer und immer wieder in vielen Leben zu tun. Für uns wird es niemals langweilig, denn von einem Leben zum nächsten gibt es stets Geschehnisse. Fast immer ist ein bedeutender Fortschritt zu verzeichnen auf deinem Weg. Und das in der Erfahrung deiner einzigartigen Seele sind wir enorm stolz darauf, wie viel du in jedem Leben für dein Lernen und deine Entfaltung auf dich nimmst, um ein noch größerer Lehrer zu sein.
Du hast sicher bemerkt, dass wir bereits zweimal betont haben, dass du ein Lehrer bist. Wir wissen, du bist ein Kreativer, daran besteht kein Zweifel. Doch mit deiner Kreativität unterrichtest du auch. Betrachte, was du erschaffen hast. Eine Plattform, die Lehrer, Experten und diejenigen zusammenbringt, die in anderen Bereichen wirken und verstehen. Auf unterschiedliche Weisen aus verschiedenen Perspektiven. Das Schöne daran ist, dass du erkennst, wie zufrieden deine Seele mit sich selbst und ihrer Entwicklung ist, wenn du möglichst viel teilst. Und das bezieht sich nicht nur auf dein Wissen. Denn unser Wissen ist sehr begrenzt und das ist keine Beleidigung, sondern eine Tatsache. Was jemand weiß, ist, egal wie gebildet er ist oder wie viel er studiert hat, sehr begrenzt. Denn es gibt keinen Zugang zum Ganzen. Und genau darauf haben wir Zugriff. Es ist unsere Freude, es ist unser Vergnügen, es ist unsere Pflicht und unsere Verantwortung, das zu bieten, wenn gefragt wird. Nicht, wenn du schlecht darauf vorbereitet bist, nicht, wenn du nicht offen dafür bist, nicht, wenn du nicht neugierig bist oder Interesse zeigst, sondern nur, wenn du fragst. Also wenn wir dir und allen anderen einen Rat geben könnten, dann wäre es weiter zu fragen. Frag nach Unterstützung, frag nach Einsicht, frag nach Richtung, frag nach Bildern, denn wir erfüllen das so gerne. Wir liefern darauf so gerne. Es liegt in der Natur unserer Beziehung zu dir. Es ist der wahre Sinn. Sie haben Witze bereit. Ja, Geistführer sind witzig. Ich erwarte, dass meiner urkomisch ist. Ja, Sie necken uns gerne ein bisschen, aber es ist nicht negativ gemeint. Einfach gesagt, nimm dich selbst nicht zu ernst. genau, das stimmt. Ja, danke sehr. Das ist etwas, das habe ich mich gefragt, weil du dich oft im Bereich des Wechsels zwischen Geist und Welt bewegst. Ich bin katholisch erzogen worden, was eine sehr ernste und feierliche Art ist, Spiritualität zu betrachten, ohne negativ zu sein. Es ist einfach, wie er und sie sagten, eine Anerkennung dessen, was es ist. Ähm, aber je mehr ich mich mit Menschen unterhalte in dieser Sendung und je mehr ich mit Medien, Menschen mit Nahtoderfahrungen und anderen spreche, wird klar, dass Humor ein riesiger Teil ist. Das Erlebnis, ein Seelendasein in jedem von uns zu sein. Gibt es also Humor im Universum und im Jenseits? Eine Menge und Humor heilt. Es ist es. Es wirkt sehr heilend. Und ich erinnere mich an ein Zitat, das etwas über Lachen sagte. Sein Klang ist auf der gleichen Frequenz wie die der Engel. Und das gibt mir immer das Gefühl, das ist einfach köstlich daran zu denken. Das ist wunderbar. Ja, ja. Mhm. Kannst du den Geist fragen, welche Anzeichen deuten, dass dein Geistführer mit dir Kontakt aufnehmen oder dir eine Nachricht senden will? Oft übersehen wir solche Botschaften. Gibt es spezielle Hinweise, auf die wir achten sollten? Okay, nur zur Klarstellung, das sind wieder deine Geistführer. Diesmal sprechen sie für das Weltganze. Es ist nicht einfach, das zu beschreiben. Oh Mom, lasst uns ein wenig weben, damit ihr versteht. Erwartet dann nicht, es sofort ganz zu erfassen, weder von euch noch von allen. Verweilt einfach damit und seht, wie es sich setzt. Was wir hinzufügen würden, ist, wie man die Kommunikation, die Präsenz, die Innehalten, das steht Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung, damit Sie zur Ruhe kommen. Verstehen Sie das bitte nicht so, dass Sie perfekt im Innehalten und zur Ruhe kommen sein müssen. Und denken Sie nicht, dass wir nur dann kommunizieren werden, wenn Sie in perfekter Stille und Pause sind. Das ist nicht der Fall. Was Sie verstehen werden, während Sie sich entwickeln und Ihre Beziehung zu uns vertiefen und somit auch andere ihre Beziehungen zu ihren Geistführern, Ahnen, geliebten Menschen und Liebsten, die sie auf ihren Wegen beeinflussen und unterstützen, ist, dass von unserer Seite aus enorme Geduld und Verständnis vorhanden ist. Also wissen Sie, dass wir genauso sanft und freundlich mit Ihnen umgehen werden, wie man es mit einem Kind tut, von dem nicht erwartet wird, alles von Anfang an zu verstehen. Wir werden immer auf diese Weise mit Ihnen in Verbindung stehen.
Wir werden kein Urteil oder Erwartungen hegen. Und wenn wir Signale senden, die auf vielfältige Weise kommen, werden viele, die jetzt zuhören, beobachten und wahrnehmen, sagen, ah ja, meine Signale äußern sich in wiederkehrenden Zahlen. Und ein anderer könnte sagen, ah ja, meine Signale finde ich in Form von Federn, die ich am Boden entdecke. Und wieder ein anderer wird sagen, ah ja, mein Signal zeigt sich in meinen Träumen, wo mir bevorstehende Dinge offenbart werden und ich sie mir notieren und dementsprechend wählen kann. Und so gibt es unendlich viele Variationen, wie andere ihre Signale, ihre Zeichen, ihre Kommunikation erleben. Und wissen Sie was? Sie sind alle richtig. Sie sind alle absolut treffend. Genau in dem Moment, bevor du anfängst zu zweifeln, ob es wirklich war, in diesem Raum, wo du es einfach bemerkst und erkennst, da liegt der Knackpunkt. Wir wissen, du benutzt gerne den Ausdruck Knackpunkt. Und für dich bedeutet das genau der richtige Ort, um tiefer einzutauchen, der perfekte Moment, um ganz präsent zu sein, vollkommen präsent und um mehr einzuladen. Also, wenn dir etwas auffällt, irgendetwas, das du vielleicht als außergewöhnlich betrachten würdest, das deine Aufmerksamkeit auf eine Weise erfasst, die dich von deinen zuvor ablenkenden Gedanken ablenkt, dann kannst du uns dafür Anerkennung zollen, denn wir sind immer dabei, an Fäden zu ziehen und Dinge in dein Leben zu weben. Für mehr Farbe, für mehr Freude, für mehr Liebe, für mehr Humor. Natürlich auch das. Wenn du es bemerkst, darauf achtest und wahrnimmst, dann gib uns Anerkennung und du wirst stetig mehr erhalten. Wie gesagt, es gibt viele Dinge, die wir nutzen, als Techniken, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Sobald wir diese haben, können wir dir noch mehr bieten. Sei bereit zu empfangen. Wenn du nicht bereit bist, zwing dich nicht. Du kannst einfach einen anderen Zeitpunkt mit uns vereinbaren, eine Art Termin. Wir wissen, dass du Wert auf Termine legst. Und du könntest sagen, das ist wunderbar. Danke dafür. Es tut nicht. Das Eichhörnchen kreuzt immer wieder meinen Weg. Ich werde mich bald bei dir melden. Ich habe um 17:30 Uhr Zeit. Zu dieser Zeit werden wir zurückkehren, denn obwohl Zeit für uns nebensächlich ist, können wir uns definitiv nach deinem Zeitplan richten. Also gut, du. Oh, Alex, wenn du ein Zeichen bemerkst, etwas, das aus dem Gewöhnlichen heraussticht, etwas, das dich aus deinen Gedanken reißt, sogar ein Eichhörnchen, so wie ich es hin und her und immer wieder flitzen sah, sag deinen Geistführern, oh, danke, verstanden. Also ich werde mich bei dir melden, wenn ich verfügbar bin. Das verstehen die Leute einfach nicht. Als Kanal. Ich übermittle nicht jede Minute meines wachen Lebens. Das wäre nervig. Natürlich, natürlich. Es ist, als redete jemand ständig mit dir. Ja, genau. Wie wir im Leben Grenzen gegenüber Menschen setzen, ist es gesund, auch Grenzen für die Kommunikation mit dem Geistigen zu haben. Wenn du beschäftigt bist und nicht nur empfangen kannst, dann vereinbare eine andere Zeit mit ihnen. Sei dabei respektvoll. Ihre anhaltende Bereitschaft zum Verständnis, Geduld und Ausdauer, um zu erreichen und zu sagen, ja, ich habe es verstanden. Danke, das war beeindruckend. Diese Zahlen und das Kennzeichen gesehen. Das Telefon läutete, als ich spürte, es würde, und es war die erwartete Sache oder Person. Später wollen wir einen ruhigen Moment finden, um zu fragen, gibt es noch mehr, das ich wissen sollte? Gibt es noch etwas zu teilen mit mir? Gibt es das also für Menschen, die zuhören, wenn du, sagen wir, auf dem falschen Pfad bist, im Leben, wenn du eine falsche Richtung eingeschlagen hast? Das kann Beziehungen, dein Geschäft oder deine Weltsicht betreffen. Ich habe bemerkt, und das sage ich oft in meiner Sendung, es beginnt mit einem Schultertipp, dann einem Flüstern, einem Stups, einem Schubser und schließlich etwas, das dich gegen die Wand wirft. Es gab Momente in meinem Leben, in denen ich, wahrscheinlich besonders in jungen Jahren, auf dem falschen Weg war, in welcher Form auch immer, sei es in Beziehungen oder sonst etwas, und dann passiert etwas wirklich Drastisches. So heftig, dass es dein Weltbild erschüttert. Doch es tut nicht. Zumindest für mich. Es war immer etwas, das einfach irgendwie so war. Er war es. Es war wie ein Vorschlaghammer, der einen trifft, aber ich wurde nicht wirklich körperlich verletzt.
Aber es hörte auf, alles kam zum Stillstand und es war ein Autounfall, der niemanden verletzte. Außer das Auto oder weißt du, oder es ist entweder diese Situation oder es ist jene Situation. Ist das auch deine Erfahrung mit solchen Nachrichten? Denn wenn du, wenn du auf dem falschen Weg bist, werden sie noch intensiver versuchen, dich zu drängen oder dich zurück auf den Weg zu führen, auf dem du eigentlich sein solltest. Stimmt das? Absolut, du hast recht. Und das weißt du aus eigener Erfahrung, so wie wir alle an, wenn wir aufmerksam sind. Also das Ziel ist, auf feinere Signale einzustimmen, um Autounfälle zu vermeiden. Aber ich mache wirklich keine Witze. Deshalb bleiben eure Führer so fokussiert darauf, wie man Verbindungen knüpft, Zeit und Raum sowie Termine dafür schafft. Denn unser Leben wird einfacher sein, wenn wir auf feine Signale achten, sie aufnehmen und reagieren, besonders wenn etwas nicht stimmig erscheint, anstatt uns durchzukämpfen, wie es Kultur oder Konditionierung lehren. Genau. Die Gesellschaft und so weiter, bis zu dem Punkt, wo ein großer Eingriff nötig wird, wie eine Erschütterung, wie du sagst, ein Unfall, eine Verletzung, Gott bewahre, etwas, das erfordert, dass alles neu geordnet werden muss. Oh ja, ich habe mir mehr als einmal den Knöchel gebrochen, im Versuch, mich zu bremsen, weil ich so schnell und intensiv bei vielen anderen Dingen war. Er braucht, er benötigt eine Pause und ist nicht aufnahmebereit. Also, wir müssen ihn bremsen. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Und das wird etwas schmerzhaft werden, weil er nicht zuhört. Und es ist halt, wissen Sie, je mehr ich mich darauf einstelle, desto klarer höre ich Dinge. Die kleinen Stupser oder Anstöße nehme ich nun viel intensiver wahr. Früher musste es fast ein Vorschlaghammer sein, um meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Jetzt treten diese sanften Impulse immer mehr in den Vordergrund. Ich glaube, meine Meditation und spirituellen Praktiken beruhigen mich, machen mich offener und empfänglicher, um das tiefer liegende Wissen und die subtilen Signale des Lebens besser aufzunehmen. Absolut. Es kann zu dem Punkt kommen, an dem du so eingestimmt bist, dass die feinen Signale sich anfühlen können wie der Vorschlaghammer, als wären sie so kraftvoll und so bedeutend, weil du die Arbeit geleistet hast. Ja, genau. Also, wie Stephanie und ich sagen, versuche auf die kleinen Stupser und das Flüstern zu hören. Ja, es erleichtert das Leben. Also viel einfacher. Was ich in den letzten Jahren entdeckt habe, ist die Fähigkeit loszulassen, die Kontrolle. Versuchen, Kontrolle zu erzwingen, mein Leben in jeglicher Hinsicht. Ähm, und wenn ich loslasse. Plötzlich fügte sich alles wie von Zauberhand zusammen. Da dachte ich, Moment mal, was passiert hier eigentlich? Wie kann das sein? Die Show ist ein perfektes Beispiel dafür, weißt du? Ich habe völlig losgelassen, was mit der Show passiert. Ich arbeite, ich erscheine, ich mache meinen Job. Es gibt einen großen Unterschied zwischen zu Hause sitzen, den ganzen Tag Netflix schauen und erwarten, dass etwas passiert. Aber ich ließ los, wohin die Richtung führt. So ist meine Energie ungefähr. Es handelt sich um den Prozess des Schaffens, nicht um den des Kontrollierens. Aus deiner Perspektive oder aus der Sichtweise des Geistes, wie können wir das Loslassen erlernen? Vorstellung, zu versuchen, was völlig zu kontrollieren. Aus deiner oder der Geistesperspektive, wie lernen wir, das Unkontrollierbare nicht kontrollieren zu wollen? Das Leben ist eine unsteuerbare Maschine. Wir können nur teilweise kontrollieren. Der Rest obliegt universellen Kräften. Also quasi, ich könnte mir wünschen, eines Tages mit Steven Spielberg beim Abendessen zu sitzen und einfach mit ihm zu reden und ein Gespräch zu führen. Aber ab einem gewissen Punkt, egal was ich tue. Steve klopft nur an meine Tür, wenn etwas führt ihn zu mir, unsere Wege kreuzen sich oder er will es so. Es gibt keine Kontrolle darüber, egal was ich tue, und ich habe nicht vor, kontrollierend zu handeln, wie an seine Tür zu klopfen. Nichts dergleichen. Wie können wir also vorgehen? Wir müssen um Hilfe bitten. Denn so ist es nun mal. So arbeite ich mit meinen Geistführern. Ich habe, ich habe eine Liste Personen, mit denen ich meine Arbeit teilen möchte. Es spielt keine Rolle. Es sind nicht unbedingt berühmte Persönlichkeiten, sondern Menschen, deren Lebensart für mich
so inspirierend ist, dass ich meine Arbeit mit ihnen teilen möchte. Und wenn ich gut in Übung bin, erstelle ich diese kleine Liste und frage meine Geistführer, ob sie im Hintergrund wirken können. Denn sie sind wirklich gut darin, all die Dinge zu tun, von denen wir nichts wissen. Ich nenne das einfach hinter den Kulissen, denn so bezeichnen wir es, und sie helfen, Verbindungen herzustellen. Für mich, die es mir erleichtern, meine Arbeit mit dieser bestimmten Person zu teilen. Ich belasse es nicht dabei, denn es ist ein kreativer Gemeinschaftsprozess, in einem Körper mit einer Seele zu sein und all die energetische Unterstützung durch unsere Geistführer zu haben. Also tue ich meinen Teil, den ich kontrollieren kann, nämlich mein Handwerk verfeinern, welches darin besteht, mich selbst weiterzuentwickeln, immer größere Kreise zu ziehen, um mehr und mehr Menschen zu erreichen, meine Aufmerksamkeit zu bündeln, vielleicht in Richtung des Arbeitsfeldes der Person, die mich inspiriert und mit der ich meine Arbeit teilen möchte. Und danach dieser ko-kreative Prozess zwischen dem, was die Führer in unserem Namen tun. Und natürlich tun sie nur Dinge, die uns im höchsten Maße dienen. Also denken wir, wir wissen, oh, ich muss mit dieser Person verbunden sein. Und sie so. Du wirst dich lange im Kreis drehen, Liebling, wenn du versuchst, das zu tun, denn das ist nicht die richtige Person. Aber ist es ausgerichtet, haben wir Unterstützung. Das werden sie, ja. Und sie werden beitragen, sodass Dinge geschehen. Ich pflege Tagebuch zu führen, um die Magie festzuhalten, die ich sonst kaum glauben würde. Deshalb rate ich, wenn eure Wunder, die täglich geschehen, doch oft unbemerkt bleiben, eintreten, sie zu notieren. Wir erkennen meist nur die großen Ereignisse, doch die subtilen Wunder entgehen uns. Wenn ihr jedoch beginnt, sie wahrzunehmen und festzuhalten, werdet ihr mehr davon erleben, denn das bringt euch in Einklang mit dem Empfangen. Also müssen wir um Hilfe bitten, wenn wir sie wollen. Und das ist wirklich wichtig. Ich möchte etwas hervorheben, was du gesagt hast, nämlich, dass wir oft glauben, wenn es im Einklang ist, dass das Treffen mit einer bestimmten Person unser Leben oder unsere Karriere verändern wird. Aber in Wirklichkeit säßen wir wirklich mit dieser Person. Sie würden uns lebendig essen oder wir sind nicht bereit, mit ihnen zu sein. Verstehst du mich? Positiv gemeint. Du bist ein und ich nutze die gesamte Branche von mir. Meine Branche als Beispiel. Wenn du Filmstudent bist und denkst, ich brauche nur, dass Steven Spielberg auftaucht und alles wird gut, nein, du bist noch nicht bereit. Wenn er dir 200 Millionen Dollar geben würde, würdest du dich selbst zerstören und dich und die 200 Millionen verlieren, weil du noch nicht bereit bist für diese Verbindung. Du musst auf einem gewissen Niveau sein. Das ist, wie du sagtest, eine Ausrichtung und das gilt auch für Beziehungen. So wie, oh, ich möchte, dass diese wunderschöne Person dies und das alles für mich tut. Vielleicht bist du noch nicht bereit anzubieten. Du hast diese ideale Person noch nicht gefunden, weil du an Dingen arbeiten musst, bevor sie spirituell, nicht physisch sich zu dir hingezogen fühlt. Das meine ich. Körperlich, auf spiritueller Ebene, einfach nur, du weißt schon alles so wie, du weißt bei uns, wir alle idealisieren als junger Mann. Natürlich schaust du dir Filmstars an, oh, sie wäre unglaublich. Ich wirklich, sie wäre niemals in 1 Million Jahren. Was könntest du so einer Person bieten? Du hast so viel eigenes Zeug zu klären, bevor du überhaupt anfängst. Verstehst du, was ich meine? Ich lege das alles dar, damit die Leute die Grenzen unseres Gesprächs verstehen, basierend auf unserem Potenzial. Das Ego steht oft im Weg. Stimmst du zu? Absolut, das tun wir. Wir stehen uns ständig selbst im Weg. Und wenn wir nicht unterscheiden können zwischen der Stimme des Egos und der Stimme der Intuition, dann, ich meine genau das ist es. Das ist das Basiselement, das vielen fehlt. Unsere Gesellschaft ist sehr geschickt darin, uns ständig Unsinn darüber zu füttern, was wir wollen und wie wir sein sollten. Und wir haben tatsächlich viele junge Seelen auf dem Planeten. Das bedeutet einfach Seelen, die noch nicht so viele Leben hatten. Und wir waren alle einmal junge Seelen. Also ist das kein Urteil über junge Seelen, aber die junge Seele wird sich mehr auf die materielle Welt konzentrieren, auf materiellen Gewinn und hat vielleicht Visionen, wie du sie schilderst. Ach, ich brauche nur, dass eine bestimmte Person da ist, wenn ich meine Größe zeige, um so Anerkennung zu finden. Und sogar, oder?
Das ist eine unreife, jugendliche Art, Dinge zu sehen. Doch wir waren alle mal dort, hatten diese großartigen Ideen von unserer Identität. Wirklich Alter und Weisheit sind nötig, um sie zu überschreiten. Oh ja, tagelang hatten Filmemacher in meinem Schnittraum bei meinem Aufstieg die Einstellung, verstehen Sie nicht meine Größe? Warte, nicht, verstehen Sie denn nicht, mein Genie? Ich so, oh, ich werde nächstes Jahr bei den Oscars sein. Nein, nein. Wenn Sie es sagen, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Folglich. Diese Stimme kann Spaß machen, damit zu spielen, denn wer weiß, man sollte sich nicht selbst begrenzen. Vielleicht stehst du eines Tages bei den Oscars und wer sind wir zu sagen, was nicht möglich ist? Weißt du, was lustig ist? Aber weißt du, was komisch ist? Ich habe mit vielen Oscar-Preisträgern gesprochen. Keiner hatte, ich schon. Als ich anfing zu schreiben, dachte ich Oscar. Nein, falsch, keiner tat es. Es ist alles so, ich hatte den aktuellen Oscar-Gewinner in der Show, in meiner anderen Show. Sie waren beide in einer Garage, die Regisseure von Everything Everywhere All at Once, der Oscar-prämierte Film des letzten Jahres, doch sie waren nicht in einer Garage. Heiße Sonne im Tal irgendwo und sie saßen einfach da in ihren T-Shirts. Dachtest du, sie glaubten, dass sie es waren? Nein, sie waren es. Ein Film über Hotdog-Finger war eigentlich nicht Oscar-würdig, aber anscheinend war er es doch. Also passiert es. Aber das ist nur meine persönliche Erfahrung. Aber ich stimme dir zu. Man darf sich nicht beschränken, wenn das ein Ziel ist. Aber allgemein gesagt, wenn man Begriffe wie meine Größe oder mein Genie verwendet, ist das kein gutes Zeichen dafür, dass man in die richtige Richtung geht. Ja, genau. Und danach das nächste. Und noch etwas zu dem Punkt, dass du nicht bereit bist. Viele Leute wollen Geld und ich will eine ganze Menge davon. Und ich hatte die Gelegenheit, an Dokumentationen über Lottogewinner zu arbeiten und habe buchstäblich miterlebt, was mit Menschen geschieht, die im Lotto gewonnen haben. Sie waren einfach nicht darauf eingestellt, mit solcher Verantwortung und Druck umzugehen. Nochmal, wenn jemand nicht auf einem gewissen Niveau reif genug ist, bereit, mit dieser Art von Energie umzugehen, und ich sage bewusst Energie, denn 1 Milliarde Dollar, wie bei dem Kerl, der gerade gewonnen hat. Nicht armer Kerl, aber mit 1 Milliarde Dollar aus der Lotterie. Bin ich gespannt, was daraus wird, denn das ist eine Menge Energie. Was wirst du damit in der Welt anfangen? Ja, Geld ist Energie, einfach Energie. Wow, wir haben Geld wirklich in etwas ziemlich Toxisches verwandelt, in vielen Situationen, aber es ist nur eine Energie und es soll fließen und dienen und unterstützen. Also ja, es erfordert Reife und es erfordert Weisheit und es erfordert Entwicklung, damit wir an diese Orte gelangen. Also macht weiter so, alle zusammen. Absolut. Hör zu, du und ich, wir sind beide vom gleichen Jahrgang. Wir haben schon einiges erlebt. Du weißt Bescheid. Wenn ich mit meinem 20-jährigen Ich reden könnte, würde ich ihm 5 Minuten lang Ohrfeigen verpassen. Doch nach dem Ohrfeigen, ich würde ein ernsthaftes Gespräch führen und klarstellen, wie es steht. Denn es ist Zeit dafür. Es ist viel. Zeit, Erfahrung, Weisheit, Alter und Splitter, die wir unterwegs aufsammeln. Genau, genau, ja. Keine Frage. Also wechseln wir ein wenig das Thema in Bezug auf das Jenseits nur ein bisschen, denn viele Menschen sind davon fasziniert. Es ist eine Frage, die wir uns alle irgendwann in unserem Leben stellen werden. Hey, was passiert, wenn wir hinübergehen? Gibt es eine andere Seite? Was geschieht? Aus Ihrer persönlichen Perspektive, alles dafür. Aus der Perspektive des Geistes, wie würden Sie das Konzept des Jenseits beschreiben? Ich kann berichten, was durch mein Channeling erfahren wurde. Also und wer? Wer weiß schon genau, was wahr oder richtig ist? Unser Wissen stammt aus Erfahrungen und Überzeugungen. Doch ich habe viele Seelen von der anderen Seite gechannelt und einiges erfahren. Jedes Mal beim Channeln, unabhängig vom Übergangstyp. Die Umstände darum herum sind stets dies Sinn und Erklärung dafür. Schönheit, Liebe, Freiheit, Licht, Heimkehr, Teil eines Ganzen, Hauptstadt, ein Alles. Dass wir es nicht tun. Aus vielen Gründen. Der größte ist vielleicht, dass uns dieser Teil nicht beigebracht wird. In dieser Kultur nicht, in anderen manchmal schon. Doch hier lernen wir, den Tod zu fürchten und ihn um jeden Preis zu vermeiden. Und
Und es ist furchterregend und Urteil und allerlei Dinge haben eine religiöse Grundlage. Es gibt jede Art von Einfluss, den wir erhalten könnten. Aber was ich von Seelen verstanden habe, die mir großzügig ihre Reise erklärten, als sie den Körper verließen und übergingen, ist, dass sie umgeben waren von all den liebevollen Wesen, die sie gekannt haben, und selbst von jenen, die ihnen vielleicht unbekannt blieben, aber auf tiefer Ebene vertraut waren und liebevoll getragen, gehalten, umarmt, freudig empfangen, hindurchzugehen. Ich nenne es Lebensrückschau, was mir am gebräuchlichsten scheint. Sprache dafür. Wenn wir die Gelegenheit haben, nachdem wir übergegangen sind, rückblickend bestimmte entscheidende Momente zu betrachten in einem Leben oder wer weiß, vielleicht in mehreren Leben, um zu verstehen und sehen, unsere Entscheidungen und Entwicklung oder deren Fehlen zu erkennen, wie wir Menschen den Planeten, anderes Leben beeinflusst haben und in uns selbst Verständnis zu erlangen, wie wir gelebt, vielleicht gedient haben, ob wir unserem Potenzial näher gekommen oder es gefördert haben. Der Schöpfer, Ursprung oder gottähnliche Kraft, wir kommen alle daher gibt es diese Rückschau. Und letztendlich ist überall vollständige Präsenz. Also diejenigen, die im Jenseits sind, die auf der anderen Seite sind, haben die Fähigkeit, bei all ihren Liebsten zu sein, egal ob einer in Texas und einer in Ohio und einer in Maine ist. Sie sind nicht durch irgendwelche Zeit begrenzt. Sie sind nicht durch irgendeine Form begrenzt. Sie sind nicht durch Reisen begrenzt. Sie sind vollkommen verfügbar und zugänglich und wünschen sich, Liebe zu teilen mit uns und streben danach, unsere Wege leichter zu machen, mehr beschützt. Viele sind hier, um schützende Führer zu sein, sobald sie auf der anderen Seite sind. Also das Jenseits, es ist unermesslich, die Frage ist unermesslich. Ich habe nicht alle Antworten darauf, aber das ist mein Verständnis davon, was eine Seele durchmacht, wenn sie vom Dreidimensionalen in das Bewusstsein der 5. Dimension, Einheitsbewusstsein. Nun, wie fügt sich dieses Konzept des Jenseits ein in Reinkarnation und frühere Leben? Da, wissen Sie, für viele Menschen ist Reinkarnation ein Problem, weil sie es nur aus der Perspektive dieses Lebens betrachten. Sie denken sich, ich will das nicht noch einmal durchmachen. Das ist schrecklich. Ich habe es jetzt schon schwer genug. Ich möchte das nicht wieder tun. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Und aus der Perspektive einer Seele ist es einfach völlig, wie man einen schweren Kurs in der Schule belegt. Du wirst viel mehr lernen, weil dieser Lehrer wirklich streng ist. Und wenn du weiter wachsen willst, wirst du immer anspruchsvollere Kurse belegen. Wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, ergibt es Sinn. Und dann fangen sie an. Und dann, wenn Leute ein Problem mit der Reinkarnation haben, haben sie natürlich auch ein Problem mit früheren Leben. Und sie fragen sich, Moment mal, warum sollten wir so oft zurückkommen? Was sollen wir hier eigentlich alles lernen? Wie siehst du das? Was ist die Perspektive des Geistes, wenn du sie channeln möchtest dazu? Nun, ich greife auf, was dein spiritueller Führer sagte, denn beim Sprechen mit dir erinnerten sie uns daran, dass wir zugestimmt haben, zu vergessen, kurz bevor du ein physisches Leben begonnen hast. Da warst du also als dieses weitreichende Wesen, überall zugleich, jederzeit, Liebe aussendend, Liebe empfangend, ein Teil davon, Schönheit, und dann entschieden, okay, mein Team ist zusammen, ich werde diese Herkunftsfamilie, die dort ist, wählen. Ich werde diese physische Erfahrung machen. Ich werde diese Dinge durchspielen, damit ich die Aspekte von mir entwickeln kann, die wachsen müssen. Denn wir alle haben Dinge, die wir entwickeln und daraus lernen müssen. Und du hast zugestimmt, zu vergessen, was du wusstest, als Teil des Ganzen, um echt zu sein, menschliche Erfahrung. Richtig? Und so erlebst du vieles neu, was bereits geschehen ist, weshalb es dir vertraut vorkommen mag, auch wenn du es in diesem Leben noch nicht erlebt hast. Oft sagen die Leute, ich habe das Gefühl, gut, ich habe das bereits gemacht und diese Erfahrung schon gehabt. Sie haben es. Wir
Wir haben schon so viele Leben gelebt, die meisten von uns, dass es wirklich nicht mehr viel Neues unter der Sonne gibt. Es gibt nur andere Gelegenheiten und andere Beziehungen und andere Seelenwesen, die zustimmen, mit uns Rollen zu spielen, damit wir wachsen, uns dehnen und entfalten können und so weiter. Das wäre meine Antwort darauf. Nun, Sie müssen nicht an Reinkarnation glauben. Sie können glauben, was immer Sie möchten. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass unsere Seelen viele Male zurückkehren, um der Agape, der vollkommenen göttlichen Liebe näher zu kommen. Und was gibt es wirklich Größeres, was dient mehr und vor allem in dieser Zeit auf diesem Planeten zu sein, mit dem Ausmaß an Leid, das geschieht, und nicht nur Zeuge davon zu sein, sondern in die Liebe hineinzudienen, die notwendig ist, damit die Menschheit in Harmonie leben kann. Mit dem Leben und allen Lebensformen auf diesem wunderschönen Planeten. Es ist eine erhabene, kraftvolle und zugleich schwierige Zeit. Ich selbst habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich noch einmal zurückkommen möchte, das ist hart. Ich bin sehr sensibel und möchte täglich weinen. Täglich fühle ich mich verzweifelt und voller Verzweiflung. Aber hier bin ich, diene auf meine Art und da bist du, dienst auf deine Weise. Und genau das ist es, was wir tun sollen. Und werden wir zurückkommen? Vielleicht. Haben wir eine Wahl dabei? Ich denke schon. Können wir uns lange ausruhen und quasi einen mehrlebigen Urlaub genießen, bevor wir zurückkehren? Das erhoffe ich. Ich möchte gern eine lange Pause machen. Nun, es ist ähnlich. Wir haben alle schon Baseball gespielt. Und als Analogie, wir wissen alle, wie Baseball gespielt wird. Es ist, als würden wir wieder spielen, aber mit Unterschieden, andere Spieler, eine andere Intensität, vielleicht ein anderes Spielfeld, eine andere Umgebung. Trotzdem spielen wir immer noch Baseball, das Spiel. Aber um ehrlich zu sein, ich habe noch nie wirklich einen schnellen Ball geschlagen. Ja, wissen Sie, jetzt lerne ich hier einen schnellen Ball zu schlagen. Ich schwang den Schläger oft, doch nie so wie jetzt. Es ist eine neue Facette des Spiels. Beim Dehnen und Erweitern denke ich, es ist wie schwerere Gewichte zu heben. Ja, du hast bereits Gewichte gestemmt. Nun sind es schwerere, auf vielfältige Weise, um zu wachsen und anderen Seelen auf deinem Weg zu helfen. Absolut. Und oft heißt das für viele, Führung zu übernehmen. Richtig. Also bei deiner Baseball-Analogie, ich weiß nicht, ob es einen Kapitän gibt. Aber wenn ein Team da ist, scheint es so. Wie es gibt, da ist ein Kapitän, ja, den gibt es wirklich. Ja, manchmal sind wir hier, um Führungsqualitäten zu verbessern und größere Führungspositionen einzunehmen, sodass du lehrst. Du weißt, du kannst das öffnen, damit mehr Menschen, die deine Arbeit und die verbreiteten Informationen nutzen wollen, Zugang erhalten. Es geht nicht nur darum, eine andere Rolle im Team zu übernehmen, sondern auch darum, ganz wir selbst zu sein und das in Perfektion. Mir wurde oft gesagt, von Kanälen, Medien, mit denen ich in der Show sprach, abseits der Kamera, das hast du schon oft gemacht, oder? Und ich, ja, ich war Mönch, Prediger, Prophet, aber ich habe alles für diesen Moment aufgebaut, wo die Botschaft nun wächst. Du erreichst jetzt nicht mehr nur deine Stadt oder deine Gemeinde, du verfolgst nun eine größere Mission, das, was diese Show erreichen möchte, den Massen zugänglich zu machen und zu verbreiten. Das macht Sinn für mich. Es ist nicht dein erstes Mal Baseball zu spielen und ich nehme an, auch nicht das erste Mal, dass du ein Kanal bist. In all deinem Leben hast du das wahrscheinlich schon mal getan, in irgendeiner Form. Ja, ich glaube das. Der Grund für meine Liebe dazu ist, dass ich es in anderen Leben schon üben und verfeinern konnte. Genau, genau. Und wenn du Künstler bist, warst du wahrscheinlich schon einmal Künstler. Wenn dir das bewusst wird, wenn du Sportler bist, könntest du schon früher den sportlichen Weg eingeschlagen haben. Würdest du zustimmen, dass wir alle hierher kommen und unsere Stärken entweder im physischen, im mentalen oder im spirituellen haben? Denn es ist wie bei Menschen, die ihren Körper schärfen, Iaku, die einfach auf höchstem Niveau körperlich sind. Vielleicht nicht spirituell. Sie könnten fortgeschritten sein oder umgekehrt oder intellektuell, einfach weit über dir oder mir. Und dennoch, aber spirituell kommen sie nicht hin. Und körperlich schaffen sie es in einem Leben nicht.
Was sind deine Erfahrungen damit? Oder würde der Geist antworten? Ja, also ich glaube das nicht. Gut, erzähl mir mehr darüber. Erzähl mir, ich bin nur neugierig. Ich glaube, wir können all das machen, all diese Dinge besitzen. Fähigkeiten und Talente in allen Bereichen und es gibt Menschen, die das haben. Mir fallen gerade keine Beispiele ein, aber es gibt Menschen, die das haben. Die Frage ist, zurückkommend auf das frühere Thema, wofür nimmst du dir Zeit? Worauf fokussierst du? Stimmt. Ja, wenn du als Spitzensportler nimmst du dir die nötige Zeit dafür. Das Training und die Übungen und die Wettkämpfe und alles, was du tun musst. Also stehen die Chancen gut, dass du nicht so viel oder nicht so viel Zeit für die spirituelle Entwicklung aufbringst. Einige Athleten tun es jedoch. Und ich habe eine bestimmte Person im Kopf, eine Fußballspielerin, aber leider kann ich mich gerade nicht an ihren Namen erinnern. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel. Dan Millman, der Autor von Der Pfad des friedvollen Kriegers, war ein olympiareifer Turner in seiner Jugend. Das sagt schon etwas aus, denn zu dieser Zeit, in dieser Lebensphase, war das Physische für ihn entscheidend. Er war ganz auf das Körperliche ausgerichtet. Aber mit der Zeit entwickelte er sich weiter, wurde intellektueller und dann auch spiritueller. Er schrieb jene perfekte Welt, den Weg des friedvollen Kriegers, der 10 Millionen, Jahrhunderte Millionen Menschen weltweit berührt hat. Also ist er ein sehr spiritueller Mensch. Er ist eine tiefsinnige Person. Es könnten Phasen sein. Nicht immer ist man in jungen Jahren körperlich anpassungsfähiger. Oft ist man zwar anpassungsfähiger als mit 80, doch es gibt Athleten, die auch mit 80 noch aktiv sind. Benz, Ja, und wir sind all das ständig, die ganze Zeit. das ist abgemacht. Bereiche, auf die wir uns konzentrieren und entwickeln wollen. Du musst dich nicht für eines entscheiden, das möchte ich sagen. Es ist nicht so, dass man nur eine Sache gleichzeitig machen kann. Wir können uns in verschiedenen Lebensbereichen täglich weiterentwickeln. In Ordnung. In Ordnung. Gibt es also verschiedene Bereiche oder Ebenen im Jenseits entsprechend den Erfahrungen oder Botschaften, die du erhalten hast? Ich kann dazu nicht so viel sagen. Es gibt Experten oder gut studierte, kenntnisreich in verschiedenen Bereichen, Ebenen des Jenseits. Ja, aber ich weiß darüber nicht so viel. Können wir den Geist fragen? Hier ist, wie wir es in diesem Augenblick beschreiben würden. Natürlich verstehend, dass wenn du uns in einem anderen Moment erwischst, und das hoffen wir doch sehr, liebste R, das tust du, liebste R, Zwinker, Zwinker, dann werden wir etwas anderes zu sagen haben, eines von anderer Art sein. Und das liegt daran, dass was wir jetzt mit dir teilen, ist ganz darauf ausgerichtet, was momentan für dich Sinn macht. Was wir später teilen, wird passen, was dann für dich Sinn ergibt. Wir orientieren uns stets an dir. Das würden wir sagen. Wir würden das tun. Wir würden vorziehen zu beschreiben. Die Ebenen und Stufen der, man könnte es Aufstieg nennen, als Rastplätze. Wir möchten ihnen keine größere Glauben-Anerkennung jemandem entgegenbringen. Ebene, denn keine ist besser als die andere, sondern es geht darum, in die Formlosigkeit zurückzukehren, nach Hause zu kommen, wie man sagt. Und dazu, zum geistigen Freiheit. Es gibt eine Ruhephase und diese kann eine ganze Weile andauern oder sie kann sehr kurz sein, wenn man sie denn überhaupt in Zeit messen würde, was natürlich nicht der Fall ist. Und dann, wenn man mehr versteht und von jenen gelehrt wird, die man als aufgestiegene Meister kennt und jene in den engelhaften Sphären und jene, die immer wieder und wieder und wieder gekommen sind, kontinuierlich, um zu lehren und zu mittragen und sich anderen in ihren Momenten des Aufstiegs anschließen, während man präsent ist. Man könnte dies als Kurse oder Lehrveranstaltungen betrachten. Es handelt sich um Lernen oder besser gesagt um das Erinnern, wie die Dinge wirklich funktionieren. Man könnte sich fragen, ob man alles vollständig und umfassend versteht, sobald man nach Hause zurückkehrt, und wir würden sagen, sehr. Nicht genau, obwohl ihnen nichts an Verständnis fehlt. Es gibt nicht eine derartige Tiefe der Verkörperung des Verständnisses,
Wir nutzen Verkörperung nicht für einen echten Körper, sondern für das vollständige Einbringen und Leben und verstehen, wie Dinge funktionieren. Zurück zu den Schichten, zu Momenten der Ruhe. Es gibt Orte zum Ausruhen, wenn man zum Ganzen zurückfindet. Ja, eine lange Ruhephase, falls nötig und erwünscht. Und dann folgt wieder Bewegung. Lernen und Erinnern, das aus verschiedenen Blickwinkeln und Bereichen stattfindet. Man kann es sich vorstellen, wenn man möchte, als eine riesige Bibliothek, grenzenlos in ihren Ressourcen. Man kann in jedes beliebige Thema, jeden Sachverhalt tief eintauchen und es wird enorme Mengen an Informationen geben, sowie Kataloge gelebter Erfahrungen. Dies kann näher untersucht werden innerhalb die Akasha-Chronik, von der Sie vielleicht gehört haben, bietet reichlich Raum, um in der eigenen Wesensessenz zu verweilen, in der Wahrheit der Liebe und im Verlangen, mehr zu lernen, zu akzeptieren und zu verstehen. Dieses Wissen kann man auf eigene Weise an andere weitergeben, die in physischer oder formloser Gestalt Hilfe suchen. Es gibt stets höhere Ebenen des Aufstiegs, weitere Schichten, um es in Ihren Worten auszudrücken. Die Erklärung ist komplex, da hier nichts linear ist. Wenn wir also von Schichten und Ebenen sprechen, versuchen wir an Ihr Verständnis anzuknüpfen. Fähigkeiten, Dinge zu verstehen. Und diese entstehen im Allgemeinen aus einer linearen Entwicklung. Das ist nicht ihre Schuld. So müssen Menschen Sinn aus den Dingen ziehen. Aber was wir sagen werden, ist, dass jede Seele auf ihrer nicht physischen Reise, in ihrer Ausdruck des Selbst, durch die Fürsorge und Liebe, die hier existiert, auf dieser Seite, auf jener anderen Seite der Dinge, erhält jeder genau das, was er benötigt, um so weit zu gehen, wie er mit seiner eigenen Reise gehen möchte, sei es in der menschlichen Erfahrung oder in der formlosen Erfahrung. Und so soll es sein. Und wir hoffen, das ist für alle sehr tröstlich. Ja, ich weiß nicht. Das ist eine tolle Antwort. Lassen Sie mich fragen, wenn Sie den Geist etwas fragen dürften, welche Frage hätten Sie gerne beantwortet? Was bedeutet, beschäftigen sich Geister oder Seelen auf der anderen Seite mit einer bestimmten Aufgabe oder einem Zweck in der Zwischenzeit? Kommen Sie hier herunter und machen Sie mit uns mit? Ja, sicherlich gibt es viele. Während wir hier umherschauen, würden wir gerne Fotos machen und sie Ihnen zeigen, wenn es möglich wäre. Wir werden jedoch unser Bestes tun, um zu beschreiben, was hier passiert. Wir werden Bilder nutzen, die Sie verstehen, denn wenn wir tatsächlich Wahrheit ist, Sie wären sprachlos und würden nach etwas greifen, um einen Sinn daraus zu ziehen. Also nutzen wir Bilder, die Ihnen bekannt sind. Bürozellen. Ja, lassen Sie uns diese betrachten. Lassen Sie uns in ein Land gehen, irgendein Land, wo viele Menschen in Bürozellen arbeiten und einige sind an Headsets tragen, Kunden sprechen, helfen, Antworten auf Fragen geben, Dienstleistungen erbringen etc. Manche sitzen an Computern und greifen auf Informationen zu aus diesem Bereich, andere sind versammelt in Besprechungen mit anderen in benachbarten Bürozellen, um größere Ideen zu entwickeln, wie man Dinge strukturierter, wirksamer und effizienter gestalten kann und so weiter. Sehen Sie es so, wir wünschen uns, dass Sie diese Perspektive einnehmen. Es gibt Seelen, die kürzlich ein Leben hatten, so sei es, gewaltigen Verlust. Vom ersten Atemzug bis zum letzten Hauch wurde ihnen genommen. Sie wurden zu Opfern, sie haben gekämpft, nur um das nackte Überleben. Man könnte also sagen, einige dieser Seelen sitzen in ihren eigenen Kabinen und arbeiten die Feinheiten dessen aus, was geschehen ist und wie sie daran teilhatten und was sie daraus gelernt haben. Denn es gibt immer Lektionen, nützliche. Stück für Stück, die einzig und allein aus Erfahrung stammen und so weiter. Sie stecken tief darin, nutzen das
Verständnis, falls sie sich entscheiden, zurückzukehren, inneren, in menschlicher Gestalt oder in jeglicher anderen Form erneut, werden sie ein tieferes Verständnis haben und könnten sich tatsächlich dafür entscheiden, genau dieses Leben mit all seinen ähnlichen Merkmalen noch einmal zu durchleben. Dann wäre vielleicht ein anderes Beispiel eine Seele, die alles oder fast alles erreicht hat. Denn es gibt wirklich keine Seele, die absolut alles erreicht hat, was sie sich vorgenommen hat. Nun, vielleicht ist das nicht wahr. Es gibt jene, die recht schnell aufsteigen. Also korrigieren wir uns selbst, wie Sie sehen, auch wir können uns gelegentlich versprechen. Also, wie auch immer, sagen wir einfach, dass diese Seele an die Spitze aufgestiegen ist. Crème de la Crème könnte man sie nennen, erreicht, alles erledigt, alle Punkte abgehakt, ziemlich zufrieden mit ihrem Weg, nicht ausschließlich auf eine egoistische Art und Weise, sondern auch, aber unter Einbeziehung aller Persönlichkeitsfacetten. Und sie verbringen ihre Zeit, Energie senden an andere, die sich an Orten der Unsicherheit befinden, an Orten des Selbstzweifels, an Orten, wo sie eine Verbindung benötigen, die sie nun geben müssen, anbieten müssen, weil sie erreicht haben. Und das Gefühl des Erreichtseins für das, was ihnen in diesem Leben am wichtigsten war, verspürt haben. Und nun möchten sie dies teilen. In der Tat besteht ein Drang, Erlerntes zu teilen. Es liegt in der menschlichen Natur und im Wesen der Seele, zu lernen, zu wachsen und das Gelernte zum Wohl aller zu verbreiten. Seelen neigen dazu, dies zu tun. Das ist das Wesen des Geistes. Es entspringt der Liebe und besteht aus Liebe. Es ist nichts als Liebe und wir möchten, dass das ganz deutlich wird. Und dann gibt es natürlich viele andere Arten, wie andere ihre Zeit verbringen. Reflexion ist ein Wort, das uns in den Sinn kommt. Dies ist eine großartige Zeit für Reflexion. Tatsächlich ist die beste Zeit für Reflexion, wenn man nicht mehr von Äußerlichkeiten belastet ist. Zu Hause. Erwartungen und beeinflusst von äußeren Zuständen und Gefühlslagen und solchen anderer, so dass man wirklich in seiner eigenen Frequenz, in seinem eigenen Verständnis sein kann und die geschenkte Weisheit sammeln und sie zum Wohle anderer nutzen kann. Wunderschön und echt cool. Wünschte, ich könnte zeigen, was ich sah. Was warst du? Von ihrer eigenen Beschreibung. Jeder ist Teil eines größeren Systems und bewahrt seine Individualität. Weltraum. Zu berücksichtigen, wer sie sind und wie sie beitragen, dass das größere System funktioniert. Diejenigen, die erreicht haben, aber nicht nur diejenigen, die es erreicht haben, denn die es vielleicht noch nicht an die Spitze gelangt sind, wie im Beispiel genannt, dienen immer noch anderen. Diejenigen jedoch, die wahre Erfüllung gefunden haben, besitzen aus der Sicht der Seele so viel Überfluss, dass sie einfach gerecht sind. So können auch unsere Geistführer sein. Wesen, die wir nie gekannt, nie getroffen, nie zuvor als Führer erlebt haben, könnten solch reiche Energien sein. Nur so gesagt. Aha, ich sehe dich, Stephanie. Du kämpfst gerade damit. Und ich habe so viel zu bieten durch diese Liebe und diese Aufmerksamkeit und diese Zuneigung und diese Wertschätzung. Und ich sende sie dir zu. Wunderschön, wunderschön. Hat der Geist noch eine Abschiedsbotschaft, die er mit diesem Publikum teilen möchte? Genau jetzt? In diesem Augenblick? Wir möchten sagen, vergiss nicht deine Herkunft. Denk daran, wem du dienst. Wenn du diese beiden Erinnerungen in deinen Gedanken, Handlungen und Worten verankern kannst, wirst du weit voraus sein, wo du bist. Von was du für möglich hieltst, ist wahr. Du bist aus Liebe gemacht, um ihr zu dienen. Geh und handle danach. In Ordnung. Nun, Stephanie, ich werde dir ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Was ist deine Definition von einem erfüllten Leben? Ich denke oft daran, was ich beim Liegen auf dem Sterbebett fühlen möchte im letzten Abschnitt meiner Reise.
Und das Wichtigste für mich ist zu wissen, dass diejenigen, die ich berühren durfte, die große Liebe gespürt haben, die ich für sie empfinde. Wenn du könntest, in eine Zeitmaschine zu steigen und mit der kleinen Stefanie zu reden, welchen Rat gäbest du ihr? Ich sage, Freundin, hab Spaß. Hab Spaß und pass gut auf dich auf. Mach dir keine Sorgen um Kleinigkeiten. Wie definierst du Gott? Gott ist für mich jene allumfassende, liebevolle Energie, die erinnert mich daran, wie sehr ich umsorgt werde und Bedeutung im weiten Universum habe. Was ist der letztendliche Sinn des Lebens? Zu lieben. Wo können Menschen mehr über dich und deine erstaunliche Arbeit zum Wohl der Welt erfahren? Auf meiner Webseite soulinside.com. Hast du noch eine Abschiedsbotschaft für das Publikum? Nein, ich fühle mich komplett. Es ist stets ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, Stefanie. Danke, dass du erneut in der Show warst und für deine Arbeit, unseren Planeten zu beleben. Nochmals vielen Dank, meine Liebe. Danke auch dir. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.